Bevor wir anfangen, du kannst diesen Podcast ganz entspannt hören. Vielleicht backst du gerade Plätzchen, vielleicht sitzt du in der Bahn oder du liegst einfach im Bett und genießt die Stille. Egal wo du bist, lerne Deutsch, während du etwas Schönes machst. Jetzt stell dir das hier vor. Es ist 6 Uhr morgens. Draußen ist es dunkel. Richtig dunkel. Der Winter liegt wie ein schwerer Mantel über der Stadt. Du gehst eine kleine Straße entlang. Alles ist still. Nur dein Atem steigt wie kleine weiße Wolken in die kalte Luft. Und dann siehst du es. Eine alte Kirche. Keine Lichter. Nur drin, hinter einer kleinen Tür, flackert Kerzenschein. Du machst die Tür auf. Die Kirche liegt fast komplett im Dunkeln. Nur Kerzen brennen. Es riecht nach Wachs. Die Stille fühlt sich an wie ein weicher Teppich unter deinen Füßen. Genau hier beginnt die alte Tradition der Rorate-Messen. Was machen Menschen in Deutschland eigentlich um 6 Uhr morgens in einer dunklen Kirche, nur mit Kerzenlicht? Warum stehen sie freiwillig so früh auf? Und warum beginnt diese Tradition ausgerechnet rund um den ersten Advent? Bleib dran, die Geschichte führt uns mehrere Jahrhunderte zurück. Stell dir vor, wir reisen zurück, weit zurück, bis ins 15. Jahrhundert. Die Nächte waren damals länger. Es gab kein elektrisches Licht. Und der Winter war wirklich Winter. Menschen standen früh auf, lange vor dem Sonnenaufgang. Sie gingen gemeinsam zur Kirche, nur geführt vom Licht kleiner Öllampen. Diese Morgenmesse hieß Rorate-Messe. Der Name kommt aus dem Lateinischen. Rorate caeli desuper. Das bedeutet Tauet Himmel, von oben. Eine Bitte um Licht, um Hoffnung, um einen neuen Anfang. Wie lief eine Rorate-Messe früher ab? Es war ganz einfach. Die Kirche blieb dunkel. Nur Kerzen brannten. Die Menschen sangen leise. Keine Hektik, kein Lärm. Nur Stimmen in einer stillen, kalten Morgenluft. Kinder erzählten später oft, wie schön es war, mit verschlafenen Augen in eine Kirche voller Kerzen zu kommen. Manchmal knisterten die Dochte leise. Manchmal roch man den Atem der anderen Menschen in der kalten Luft. Die Rorate-Messen waren ein Ritual gegen die dunklen Wintertage. Sie gaben den Menschen ein Gefühl von Gemeinschaft, wie ein kleines Feuer mitten in der Nacht. Warum ist die Tradition fast verschwunden? Die einfache Antwort: die Moderne. Elektrisches Licht, Heizung, Termine, Schule, Arbeit, volle Kalender. Die langsame, stille Adventszeit wurde schneller. Und viele alte Rituale haben ihren Platz verloren. In manchen Regionen, vor allem katholischen Gegenden in Bayern, Österreich oder Südtirol, blieben Rorate-Messen lange erhalten. Außerhalb davon kennen viele Menschen diese Tradition heute gar nicht mehr. Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Geschichte so faszinierend wirkt. Sie fühlt sich an wie eine kleine vergessene Tür in unserer modernen Welt. Warum kommt die Tradition gerade jetzt zurück? Hier passiert etwas Spannendes. Immer mehr Menschen, besonders junge Leute, suchen wieder Ruhe. Ein Moment ohne Handy, ohne Push-Nachrichten, ohne Weihnachtsstress. Eine Rorate-Messe um 6 Uhr ist wie ein kleiner geheimer Reset-Knopf. Viele sagen sogar,
Das ist Morgensport für die Seele. Und irgendwie stimmt das. Kerzenlicht, Dunkelheit, Stille. Ein gemeinsamer Anfang des Tages. Es ist eine Erfahrung, die man heute fast nirgendwo mehr findet. Und jetzt kommt das Überraschendste. Schon morgen, rund um den ersten Advent, beginnen in vielen Kirchen wieder diese frühen Messen. Falls du jemals erleben wolltest, wie 600 Jahre Geschichte lebendig werden, das wäre der Moment. Bleib kurz bei mir. Gleich erzähle ich dir, wie diese Tradition heute aussieht. Und warum Menschen nach der Messe sogar zusammen frühstücken. Heute laufen Rorate-Messen etwas anders. Aber der Kern ist derselbe. Dunkelheit, Kerzen, Stille. Viele Gemeinden beginnen damit am ersten Adventssonntag oder in den ersten Tagen der Adventswoche. Die Kirche bleibt zu Beginn dunkel, nur einzelne Kerzen werden angezündet. Manchmal tragen Jugendliche Laternen, manchmal gibt es leise Musik. Und dann passiert etwas Schönes. Nach der Messe gehen alle zusammen ins Gemeindehaus. Es gibt Tee, Kaffee, Kakao, Brot, Marmelade, manchmal Weihnachtsplätzchen. Es fühlt sich an wie ein kleines Familienfrühstück mit sehr vielen Gästen. Menschen lernen sich kennen, sie reden, sie lachen, sie starten gemeinsam in den Tag. Kein Social Media, kein Stress, nur echte Begegnung. Warum entdecken gerade junge Menschen das wieder? Ganz einfach. Es ist eine authentische Erfahrung. Echt, warm, ruhig und komplett anders als der typische Advent mit Weihnachtsmarktchaos und Geschenkstress. Die Adventszeit ist manchmal wie ein leiser Fluss im Winter. An der Oberfläche ruht alles, fast unbeweglich. Aber tiefer unten passiert mehr, als wir denken. Das Licht sucht sich seinen Weg. Manchmal langsam, aber zuverlässig. So wie in diesen alten Rorate-Messen oder in jedem kleinen Moment, den wir im Alltag sonst übersehen. Wenn wir ehrlich sind, haben viele von uns vergessen, wie sich echte Ruhe anfühlt. Diese Art von Stille, bei der man seine eigenen Gedanken wieder hören kann, nicht die Stille des Handys auf Nicht stören, sondern die Stille, die ein Raum hat, wenn er noch schläft. Vielleicht ist das der Grund, warum diese Tradition zurückkommt, weil viele Menschen sich wieder danach sehnen, irgendwo hinzugehen, wo nichts laut ist und trotzdem alles Bedeutung hat. Ein Ort, der nicht auf Likes oder Nachrichten reagiert, sondern nur auf dein Atmen und auf das kleine Licht einer Kerze. Und vielleicht brauchst du solche Momente auch. Nicht unbedingt in einer Kirche, nicht unbedingt um 6 Uhr früh. Vielleicht findest du sie in deiner Küche, wenn der Tee langsam heiß wird, oder beim Plätzchenteig, der deine Hände in ein Minilabor aus Butter und Zucker verwandelt, oder beim Spazierengehen im kalten Abend, wenn die Stadt leise glitzert und niemand etwas von dir will. Der Advent ist nicht dazu da, perfekt zu sein. Er muss nicht aussehen wie in Werbespots. Er lebt von diesen kleinen, unscheinbaren Dingen, die uns daran erinnern, dass Licht und Wärme überall auftauchen können, wenn wir ihnen nur ein bisschen Zeit geben. Und vielleicht begleitest du mich noch ein Stück weiter. Vielleicht lässt du diesen Podcast einfach laufen, während du die nächsten Plätzchen ausstichst, dein Zimmer dekorierst oder einfach ein paar Minuten da liegst und atmest. Manchmal braucht der Kopf genau das, eine Stimme, die nicht drängt, sondern Raum macht. Falls du Lust hast, zu prüfen, wie viel du heute verstanden hast, im ersten Kommentar findest du ein Arbeitsblatt auf B1-Niveau mit kleinen Fragen zur Folge. Ganz entspannt, ohne Stress. Einfach ein bisschen Deutsch üben, so wie man ein Fenster öffnet, damit frische Luft hereinkommt. Und wenn du solche Geschichten magst und gleichzeitig dein Deutsch verbessern möchtest, dann klick auf Abonnieren. Es kostet dich nichts, aber du bekommst jede Woche neue kleine Reisen, neue Wörter und neue Momente zum Innehalten.
Ich wünsche dir einen hellen ersten Advent und vielleicht auch einen kleinen Funken Licht genau da, wo du ihn heute brauchst.